Wir wechseln das Thema Gewalt gegen Kinder und Jugendliche und das über Jahrzehnte. Diese schweren Vorwürfe richten mittlerweile rund 80 Gehörlose gegen das ehemalige Landesinstitut für Hörbehinderte in Salzburg-Lehen. Sie haben sich über den Gehörlosenverband bei der Volksanwaltschaft gemeldet. Und sowohl über die Volksanwaltschaft als auch vom Land Salzburg werden auch Entschädigungen gezahlt. Von den 1950er bis in die 1980er Jahre soll es hier im damaligen Landesinstitut für Hörbehinderte zu den Übergriffen gekommen sein. Schläge oder Haare reißen seien als Bestrafung an der Tagesordnung gestanden, berichten die gehörlosen Opfer in ihren Schilderungen gegenüber der Volksanwaltschaft. Die Kinder wurden nur dazu erzogen, von den Lippen abzulesen, und sie wurden teilweise auch mit körperlicher Gewalt gezwungen, Laute zu bilden und zu sprechen, obwohl sie teilweise gänzlich gehörlos waren. Als besonders grausam haben die Betroffenen zum Beispiel berichtet, dass es verboten war, die Gebärdensprache zu benutzen, sowohl in der Schule als auch im Internat. Wenn sie benutzt haben, dann mussten sie zum Beispiel etwa in der Ecke stehen, mit dem Rücken zur Gruppe. Und das muss man sich so vorstellen: Wenn man gänzlich gehörlos ist, bekommt man dann über eine halbe Stunde, vielleicht auch eine Stunde nicht mit, was hinter dem Rücken passiert ist. Doch auch an andere Quälereien in Schule und Heim in Salzburg erinnerten sich die damaligen Kinder und Jugendlichen, sagt die Volksanwaltschaft. Sie haben besonders den Durst als sehr qualvoll erlebt, und es war auch in der Taubstummenanstalt üblich, dass sie kaum zu trinken bekommen haben. Das haben auch sehr viele Betroffene in den Berichten erzählt, dass sie dann heimlich auf der Toilette etwas getrunken haben, immer mit der Angst im Rücken: Wenn man entdeckt wird, dann gibt es wieder Schläge oder irgendwelche anderen Bestrafungen. Die Betroffenen seien über Jahre dem Regime in dem Gehörloseninstitut ausgeliefert und von ihren Familien getrennt gewesen. An die Taubstummenanstalt war auch ein Kindergarten angeschlossen, und die Eltern wurden angehalten, die Kinder schon ab dem Kindergartenalter dort in die Unterbringung zu geben. Das heißt, die waren dort schon im Internat untergebracht mit 4 Jahren. Und teilweise haben sie dann eben auch nachher noch die Lehre gemacht. Das heißt, die waren über 10 Jahre dort in dieser Anstalt im Internat untergebracht. Und es war üblich, dass sie nur an den großen Ferien nach Hause fahren durften, also zu Weihnachten, Ostern und in den Sommerferien. Das Land Salzburg hat gestern eine Entschädigung für 25 Opfer beschlossen, weitere sollen folgen. Zusätzlich haben bisher 30 Betroffene eine Heimopferrente bekommen. Hier warten rund 50 auf eine Entscheidung. Und es dürften sich noch mehr Opfer melden, wird erwartet, auch wenn die Schwelle für viele hoch ist. Viele haben nach wie vor Angst, dass sie wieder traumatisiert werden, beziehungsweise dass ihnen wie damals einfach nicht geglaubt wird, wenn sie über diese Übergriffe berichten. Heute heißt das Haus Josef-Real-Schule. Mit den geschilderten Zuständen von damals habe der Betrieb heute nichts zu tun, wird betont. Allerdings solle die Schulgeschichte neu beleuchtet werden, fordert unter anderem die Volksanwaltschaft.